Der neue Seat Leon 2020. Ganz neu, kein Facelift, ein nagelneues Auto. Und wo sollte man das kaufen? Ja, natürlich bei Marc Zirol und Michael Scheer. Scheer. So ist es ja. Hier steht's. Neuer Leon, 199 Euro pro Monat. Keine Anzahlung, keine Restzahlung. Laufzeit? Laufzeit sind 36 Monate. 36 Monate. Das ist eine Finanzierung? Das ist ein Leasing, das ich auch 2 oder 1 Jahr machen kann. Also maximal 36 Monate Laufzeit. Genau. Wir werden gleich mal das Fahrzeug vorstellen. Ja, hier ist kein wichtigerer wie Michael Scheer. Grüß dich. Hi Sven. Du bist ja der Verkaufsleiter, ja, und dein Chef steht links neben dir, richtig? Richtig, rechts neben mir, ja. Genau. Rechts neben ihm, links neben mir. Grüß dich, Marc. Grüß dich, Sven, hallo. Ja, tolles Auto. Wir werden es gleich mal enthüllen. Ihr habt lange drauf gewartet, denn das ist so ziemlich das wichtigste Auto, was Seat, ich sag mal, wenn es mal die Stückzahlen angeht, baut. Ja, wir haben dieses Jahr wieder ein Produktoffensive-Jahr und das ist das nächste Highlight. Nach dem Mi Electric ist das jetzt unser Highlight für das Frühjahr. Der neue Leon, komplett neu, neue Plattform, also neue modulare Querbaukastenplattform, neues Chassis, neues Interieur, neue Elektronik, neues Entertainment und neue Konnektivität. Ja, du warst extra auf dem Lehrgang, du kennst wirklich jede Schraube, weißt alles, alle technischen Daten mit allem drum und dran. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Normalerweise würde ich sagen, ja, genau so ist es. Aber aufgrund von der derzeitigen Situation wurden die Trainings in Spanien abgesagt. Auch es kommen Online-Trainings, das wird aber bei uns auch noch dauern. Ja. Also wir machen es im Moment so, ich fahre das Auto im Moment dann selber die ganze Zeit und jede freie Minute sitze ich da drin, weil das Auto, das kann so viel. Das wird dauern, bis wir das auch alles können. Ja, es hat sogar Spracherkennung. Wir sind eben mal kurz 2 Meter über den Hof gefahren, haben uns das Ganze mal angeschaut. Da gibt es aber noch kein Video zu. Und ja, haben mal geschaut, was es alles kann. Denn es gibt einen Befehl, damit kann man das Auto zum Leben erwecken. Wie heißt der? Genau, das heißt Hallo, Hallo auf Spanisch, Hola, Hola. Olla, Olla. So, wir haben es doch probiert. Olle, Olle geht auch. Nee, haben es gerade eben probiert. Ja, dann, du darfst es mal deflorieren, das Auto. Also das wäre ganz lieb, denn wenn die Abdeckung mal wegkommt, wow, und das Licht ist auch gleich angegangen, denn ja, ihr habt einige Spotlights hier. Ich nehme es zurück mit dem Deflorieren, denn wir müssen es einfach mal zeigen. Das ist der brandneue Seat Leon. Ja, ein wirklich tolles Auto, was, ich sag mal, von vorne schon richtig sexy ist, aber so richtig rüberkommt, wenn man die Seitenfront von hinten mal schaut. Denn da muss man sagen, da gibt es nämlich eine Neuigkeit. Das ist ziemlich stark ausgestellt und es erinnert mich so ein bisschen eine Mischung ja, zwischen, fast hätte ich gesagt, ein Sportwagenmodell aus deutscher Herkunft plus irgendwas von Audi. Also es ist wirklich sehr schick. Ja, es ist wahnsinnig schick. Also ich habe die Heckklappe mit diesem tiefen Eingang, gefällt mir persönlich wahnsinnig gut. So ist es ja, denn auch hier hinten, natürlich hier in dem Fahrzeug hier, muss man wirklich sagen, ist nichts mehr so wie das, was Sie kennen. Alles ist Touch, alles ist sogar kapazitiv, sondern ich muss nichts mehr drücken, ich touche nur noch und das Wichtigste ist natürlich die Sprachsteuerung. Wir haben es eben mal ausprobiert, selbst das Saarländisch vom Marc Zirol hat es verstanden. Ja, genau, also ich muss nicht Hochdeutsch reden, ich kann weiter meine platte Sprache anwenden und das System versteht mich. Ja, so ist es. Und das ist so die DNA von hinten. Also das, was jetzt hier so ein bisschen orange aussieht auf dem Video, ich kann es leider nicht besser darstellen. Das ist ein durchgehender roter Heckstreifen. Und das ist, nenne ich mal, ich sag mal so besonders schick, wenn es so ein bisschen dunkler ist, nehme ich an. Dann kommt es extrem zur Geltung. Dann kommt es sehr extrem zur Geltung, also gerade was die Dunkelheit angeht. Es gibt ja schon einige Bilder oder wenn wir hier komplett dunkel machen, dann kommt das richtig schön zur Geltung. So, das 199-Angebot ist nicht der FR, muss man dazu sagen. Oder ist es der FR? Das ist nicht der FR. Für den FR liegen wir monatlich bei 229 Euro. Da startet der. Sehr schön. So, ja, CO2, wenn wir uns gleich mal kurz mal anschauen. Denn du hast das Ganze schon mal ausgedruckt für uns. Ist schon vorne am Fahrzeug. Mal gucken, wie wir da stehen. Hier haben wir den Leon FR, also das ist das ausgestellte Modell, 1,5 Liter TSI ACT mit 96 kW, 130 PS und 6-Gang-Getriebe, Schaltgetriebe. Jawohl. So, und wir haben hier eine CO2-Effizienzklasse B.
B beim Benziner, das ist gut. Turbo-Benziner hier? Ist ein Turbomotor mit einer aktiven Zylinderabschaltung. Das hat den Vorteil, der hat 4 Zylinder und schaltet zwischen 60 und 130 km/h. Je nach Lastbereich schaltet der dann noch 2 Zylinder ab. Das habe ich mal gesehen bei Audi vor kurzem, die hatten es auch drin, bei meiner Frau. Auf einmal steht da 2-Zylinderbetrieb mit drin. Merken tut man es eigentlich nicht, oder? Nee, merken tut man das gar nicht. Der schaltet auch zum Beispiel an der Ampel dann auf 2 Zylinder um halt die CO2-Emissionen zu reduzieren und natürlich auch für den Kunden mit noch finanziell wichtiger, quasi den Spritverbrauch zu reduzieren. Und merken tut man es nicht. Und wenn man die Leistung auf der Autobahn braucht, sprich bei den 130 km/h zum Beispiel in den 2-Zylinder-Modus gegangen ist und man drückt wieder aufs Gas, hat man sofort die 4 Zylinder, ohne dass man hier irgendeinen Ruck oder sonstiges merkt. Ne? Also da kann man sich davon überzeugen, das funktioniert sehr, sehr gut. Sag mal, was ist denn mit den 2 Zylindern, die laufen einfach mit, praktisch ohne, dass irgendwas passiert? Genau, die laufen mit, die sind abgeschaltet, da wird kein Kraftstoff eingespritzt, da sind die Ventile offen, sodass keine Kompression und so quasi im Leerlauf. Im Leerlauf. Ne? Und das ist halt durch die heutige Motorentechnik gar kein Problem mehr. So, wichtig ist ja auch von innen, die Designsprache hier ist schon noch kantiger. Also als Volkswagen begann im Konzern vor einigen Jahren so das Kantige fast zu erfinden, muss man sagen. Ja, da war ja immer die Frage, alles war rund und alle haben sich gefragt, ja, was kommt denn nach rund? nach rund kam... Geht dann immer wieder ins Eckige. Ne? Man hat mal von eckig auf rund umgestellt und jetzt sind wir wieder in diese Formensprache der Eckigkeit zurückgekommen. Wobei wir ja doch, wie man sieht, hier extrem viele runde Bauteile und runde Kanten noch dran haben. Ne? Wenn du gerade hier vorne bist, ein absolutes Highlight dieses Fahrzeugs ist die Motorhaube. Viele Leute würden das jetzt so gar nicht erkennen oder sagen, ja, ist halt eine Motorhaube. Aber wenn du genau schaust, jedes andere Fahrzeug wird die Motorhaube von der Kante her in den Kotflügel gezogen, um die Produktivität und die Produktion zu vereinfachen und mehr Spaltmaßkapazitäten zuzulassen. Wir haben hier die Motorhaube von oben eingesetzt. Somit, das gibt es momentan eigentlich nur bei den Sportwagen, bei GT-Modellen. Und somit haben wir hier ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Segment. Und das ist ein absolutes Highlight, weil hier muss wirklich 100% Maßgabe an den ganzen Kanten und an den Spaltmaßen vorhanden sein. Hier siehst du 100% Qualität. Ich zeige das mal gerade. Die ist hier von oben eingesetzt, hier nebenan. Das ist jetzt nur mal zum Zeigen, es geht gar nicht um das Auto hier. Da ist das so ein klein wenig runtergezogen und das ist genau das, was du gesagt hast. Vorgänger Leon, da sieht man es noch schöner. Wir haben also immer noch die zwei Hauben-Mittenteile, aber hier wird die Haube, wie man hier sieht, reingezogen in den Kotflügel rein. Ne? Und beim neuen Leon wird die oben drauf gesetzt und ist quasi hier oben drin. Ja, das habe ich gar nicht gesehen, aber jetzt fällt es mir auf, macht ein ganz anderes Design, komplett anders. Ja, die Front wirkt daher viel breiter, viel aggressiver, einfach GT-mäßig. Aggressiv, naja. Also das ist ja bei Seat, wenn wir noch mal kurz zur Stellung der Marke Seat eingehen im Volkswagen-Konzern. Ja. Ich habe eben aus Witz, als wir das Auto das erste Mal gesehen haben, gesagt, ist das der neue Golf? Was sagst du? Ja, es ist der Golf 8 von der Basis her. Aber, was hast du gesagt? Aber geiler. Nee, damit habt ihr kein Problem. Der Golf 8 auch tolles Auto, so ist es. Auch innen drin sind natürlich viele Anleihen. Das heißt, die werden ja gemeinschaftlich praktisch entwickelt, diese Fahrzeuge, eine Plattform. Aber Seat hat dann immer noch so einen praktisch eigenen Touch, oder? Das Auto ist eine komplette, also von der Karosserie her eine komplette Neuentwicklung von Seat selbst. Das heißt, Seat hat alles, was karosseriemäßig angeht, alles rausgeschmissen und alles selber konzipiert. Diese Technik, die Marc gerade sagte, das ist dieser modulare Querbaukasten. Das bedeutet, der Golf 8, Seat Leon, Audi A3, die sind baugleich, was die Motoren, Getriebe etc. angeht. Michael, wenn du mal so lieb bist, vorne mal aufmachst, die Haube, wir gucken mal kurz rein. Ist da ein Motor drin? Ja, da ist ein Motor drin. Also das ist zwar das erste Modell, was wir bekommen haben, aber der ist schon fahrtauglich, kein Prototyp. Draußen steht noch einer, so ist es. Ja, hier ist er. Und ist der Motor denn, gab es den vorher schon oder ist der auch neu? Nee, den Motor gab es schon. Das heißt, hier wurde nur eine Weiterentwicklung mal wieder für die Abgas- und CO2-Emissionswerte gemacht und natürlich vom Spritverbrauch her, dass wir in die Kategorie B rutschen mit dem Fahrzeug. Genau, ist auch passiert. Ich habe mich eben gewundert, weil ganz viele sind in Kategorie C, also ist es noch mehr CO2-effizient. Ist noch CO2-effizienter. Da kann man mal anraten, Seat hat die grünste Flotte Europas. Wahrscheinlich die grünste Flotte. Also ich sag mal lieber wahrscheinlich nicht, dass wieder mal ein Anwalt kommt und sagt, wir haben die grünere Flotte. Wir haben ja sehr viele CNG-Fahrzeuge am Laufen und daher sind wir von prozentualen Wert her wirklich die grünste Flotte. Erdgas meinst du, gell? Ja, CNG. Genau, da gab es jetzt ein Erdgasangebot. Mach nochmal zu, dass wir das tolle Design mal sehen. Jetzt sieht man auch die Klappe ganz neu, also die Form von der Klappe.
Sieht so ein bisschen aus wie so eine... Man kann schon, in etwa, er ist ein bisschen verwandt, was die Optik angeht, wie hinten vom Tarraco. Ich erwische mich aber auch immer noch die letzten Tage, wenn das Auto hier steht. Ich muss mir einfach die Front anschauen. Also auf jeden Fall vorbeikommen und sich das Auto angucken. Ist ja süß. Das ist ja andauernd. Er hat gerade eben noch gesagt, er verbringt jede freie Minute in dem Auto. Ja. Seine arme Frau. Das nicht nur, wenn er auf der Arbeit ist. Oft gehe ich in Suche und da ist er wirklich noch im Auto und am Testen, wie alles geht. Aber wenn du dir hier die Designsprache mal anguckst und diese Wahnsinnskantengebung, alles, was hier designtechnisch umgesetzt wurde. Würde meine Frau direkt sagen, ist schwer zum Saubermachen. Schwer zum Saubermachen, ja, aber das ist ein Liebhaberfahrzeug. Die putzen das Auto jeden Samstag in jedem Ecken. Und wenn du dann mal siehst, was hier wirklich angewandt wurde und in diesem Preis dann alles bekommt, allein schon designtechnisch, das finde ich der absolute Wahnsinn. Ja, und du fährst auch ein Auto, was es so noch nie gab. Gerade eben, ich sag mal, die wichtigste Kraft hier im Unternehmen, weiblich, bei dir im Büro, nee, die wahrscheinlich wichtigste, kann man sagen. Sie hat Folgendes gesagt, ja, jetzt habe ich mir einen Leon bestellt, aber noch den alten. Ja, genau. Was macht man jetzt? Na ja, gut, sie kann ja gucken, ob sie einen abbestellen kann und einen neuen. Nee, Quatsch, das ist natürlich ein Mitarbeiterfahrzeug, wo sie bestellt hat. Und mir Mitarbeiterfahrzeuge wechseln zwischen Halbjahr und Jahr, je nach Kilometerlaufleistung. Das ist nicht so schlimm. Das ist dann nicht so schlimm, da muss er halt wirklich den alten noch fahren. Das ist ja kein schlechtes Auto. Ne? Das ist immer noch der meistverkaufte Seat Leon, den es je gab. Und hier ist natürlich jetzt die Steigerung da. Das hier wird wirklich ein absoluter Renner. Gut. Du wolltest noch was sagen? Nee, ich glaube, wir Mitarbeiter mit dem Mitarbeiterprogramm müssen, glaube ich, sogar noch ein bisschen warten, bis bei uns die Bestellung vom Bestellsystem aufgeht. Also bisher nur für Kunden geöffnet. Ja, ich kriege schon Tränen. Dieses Fahrzeug wird nicht direkt für die Mitarbeiter zur Verfügung stehen, da es erst die Kundenfahrzeuge produziert werden. Genau, ihr habt relativ wenige und damit die auch für Probefahrten da sind, das will natürlich jetzt jeder fahren. So, Leon, Schriftzug. Der ist auch neu, oder? Hinten dieses geschwungene, oder war das vorher auch schon? Nee, auch das ist ein Highlight. Jetzt sagt natürlich viele Leute, boah, ein Schriftzug. Ja, aber ein Schriftzug in einer Schreibweise aufs Auto zu bringen und der dann noch so hält und wirklich auch durch Waschstraße und Dampfstrahler sich nicht bewegt und nicht abfällt. Ich glaube, auch das ist ein ganz besonderes Highlight, dass dieser Schriftzug einfach mal nicht diese standardmäßig ausgestanzten Buchstaben sind. Ja, schade, dass man das Fahrzeug hinten nicht öffnen kann. Der Griff fehlt. Aber der Griff fehlte bei Seat schon immer. Den haben wir schon vor Jahren integriert in das Seat-Logo. Und mit dem Seat-Logo öffnet dann logischerweise auch die Heckklappe. Wow, ist der das Kofferraum? Ja, der Kofferraum hat immer noch die 380 Liter wie vom Vorgänger, obwohl das Auto um fast 9 cm länger geworden ist. Aber diese Länge und diese Vergrößerung spürt man und spürt der Kunde vor allem im Innenraum des Fahrzeugs. In Front und natürlich vorne als Fahrer und Beifahrer. Okay, das heißt, die Räder sind relativ weit nach vorne, nach hinten gesetzt, damit man viel Innenraum hat, nehme ich an, oder? Genau. Wir haben also vom Fahrwerk her jetzt einen Radstand, der des Octavias gleich ist. Und das war immer so ein Manko. Viele Kunden kamen und sagten, ja, der Leon ist ein tolles Auto, aber platztechnisch ist der Octavia wesentlich größer. Und jetzt sind wir wirklich auf dem Niveau wie der Octavia. Das heißt, hier das Auto ist Octavia größer. Okay. Das habe ich verstanden. Man kann es auch getrennt umklappen. Wir werden noch mal ein extra Fahrbericht-Video machen. Heute ist ja erstmal, dass ihr euch eingewöhnen könnt mit allem drum und dran. Aber hier passen schon locker mal, also selbst im zugeklappten Zustand, 7, 8 Kästen Stubbi rein, oder? Die passen definitiv rein, ja. Ach, haben wir nur Carlsberg gesagt, ne? Carlsberg ist übrigens eine saarländische Marke. Hinten die Tür, die ist auch ganz anders geformt, also die Öffnung. Oder bilde ich mir das nur ein? Ja, nein, also wie gesagt, das ganze Chassis ist neu. Die ganzen Formgebungen, das ganze Exterieur, auch das Interieur. Es ist nichts mehr vom alten Leon da, kein Schalter, kein Knopf, kein nix und kein Nichts. Ja, wir haben ein kleines Kind hier, der Michael, die Größe? 1,87. Ja, setz ich mal hinten rein. Und vorne, fairerweise muss man sagen, wenn du mal den Sitz so machst, Marc, dass es gut passt. Denn der Michael, der ist jetzt schon ein bisschen bedrängt, aber das ist jetzt schon viel. Ich komme gar nicht an die Pedale. Er kommt gar nicht an die Pedale. So, er macht den jetzt mal so und das klappt jetzt auch mit den Nachbarn hier. Ja, du hast unglaublich viel Beinfreiheit, das Ganze ist ausgestellt, aber die Kopffreiheit ist auch ein großes Thema bei großen Menschen ein Problem? Nee, geht also immer noch ohne Probleme. Super, du hast viel Platz. Innen drin hat man Elemente, das heißt, ich kann einiges steuern, oder? Wir haben hier in dem FR für 229 € ist serienmäßig schon eine 3-Zonen-Klimaautomatik drin. Eine 3 Zonen. Ja. Hinten, vorne. Genau, Fahrer, Beifahrer und einmal hinten.
Super. Und ich habe hier noch, Warte mal kurz, ich kann es nicht richtig zeigen, wenn ich mal kurz drauf. ich habe hier noch 2 USB-Schnittstellen zum Laden von Tablet oder Telefon. Die hinten da sind, das ist ja Genau. heute ganz wichtig. Das Ganze USB-C, richtig? Ja. USB-C direkt, das ist ganz USB-C. wichtig ist. Gibt es auch Adapter für USB-A? USB-C ist es. USB-C ist es als Anschluss. Der Vorteil ist auch, ja, immer mehr Geräte gehen mit USB-C, das soll der neue Standard werden. Das habe ich im Auto noch nie gesehen, sehr mäßigen USB-C-Anschluss. Also da hat einer mitgedacht, oder? Da hat er mitgedacht, das ganze komplette Konnektivität-Paket, das im Leon verbaut ist alles auf dem neuesten Stand. Du brauchst auch kein Kabel mehr, um das Handy direkt zu verbinden mit der Konnektivität. Das geht alles automatisch. Okay, das heißt also, das Apple CarPlay und dieses Android Auto geht drahtlos. Genauso ist es. Es geht drahtlos. Ja, du willst was sagen? Fairerweise muss man dazu sagen, Apple CarPlay aktuell ohne Kabel schon, Android wird die nächsten Wochen folgen. Also Update. das noch mit Kabel, ja. Genau, es gibt demnächst auch Alexa, habe ich gehört. Das heißt, man kann Alexa buchen. Da hat der Marc mir ein bisschen was erzählt. Du guckst noch ein bisschen ahnungslos in der Reaktion. Nee? Oder weißt du schon? Doch, das weiß ich. Ich habe es mal so am Rande gehört. Nee. Also die Autos werden auch verfügbar sein mit Alexa. Das Ganze wird noch ein bisschen dauern, aber das Update wird sogar das Auto selber machen. Das heißt, zu Hause wird er irgendwann anzeigen, dass es ein Update gibt und dann lädt er das automatisch runter. Ich kriege Angst, wie bei Windows 7 alle 2 Tage dann 2 Stunden warten. Ja, ich denke, die Updates werden ein bisschen weiter hinaus sein, werden auch nicht so regelmäßig sein, weil das Auto ist ja keine Studie, es ist ja ein fertiggestelltes Auto von uns. Es geht automatisch. Also wie bei Tesla, Online-Updates geht jetzt auch. Online-Updates geht auch, du kannst auch mit dem Smartphone verriegeln, du kannst den Zustand prüfen und. Echt? Das geht auch. Mal eine App. Ja, gibt eine eigenständige App. Kann ich auch sehen, wo das Auto ist, wo meine Frau gerade fährt? Du kannst das tracken, du kannst gucken, wie schnell deine Frau fährt, vorausgesetzt, deine Frau lässt das Ganze zu. Okay, das heißt, sie kann das auch selbst kontrollieren. Ja, wir machen heute ein kurzes Video. Ich komme mal auf die Beifahrerseite. Michael, mach mal bitte auf. Allein schon die Antenne hier, die müsste ich ja mal zeigen. Schwarz, Hochglanz lackiert. Sieht toll aus. Überhaupt das ganze Auto ist schlicht. Guck dir mal das Interieur an, es beleuchtet hier. Ich hoffe, Sie können es sehen. Du hast das hier in den Türen, aber die Beleuchtung setzt sich auch weiter noch im Innenraum fort. Einmal vorne die Rundumleuchte. Der ist schon schick, oder? Warte, ich komme gleich. Ah, der ist affengeil. So, Sitze. Was ist denn das für Material, Michael? Hier ist Lederoptik. Das sind jetzt Stoffsitze. Optional kannst du auch Alcantara oder Leder mitbestellen. Das sind die serienmäßigen Sitze bei dem 229 € Modell. Okay, super. Ja, gibt es schon ab 199 € im Leasing, 36 Monate Laufzeit. Die Anzahlung, Michael, wie hoch ist sie denn bei dem? 0 €. 0 €. Eine Restzahlung? Restzahlung gibt es keine. Kann ich das Auto übernehmen? Du kannst das Auto übernehmen, du entscheidest, was passiert. Gut, wenn man das möchte, kann man dann später verhandeln. Das Ganze 36.000 Monate Laufzeit. 36 Monate, ja, 36.000 Monate. mit 10.000 Kilometer 10.000 pro Kilometer. Jahr, was du allerdings anpassen kannst. Okay, prima. Schlüssel brauchen wir noch. So, hier, das meinte ich. Warte, zeig mal. Du hast also nicht nur hier oben eine LED-Leuchte drin, sondern hier in den Türen auch noch integriert. Und die lässt sich natürlich wahlweise einstellen auf die Farben, die du wirklich möchtest. Und diese LED-Leuchte, die ist nicht nur reine Optik, sondern die warnt sogar mit. Zum Beispiel haben wir ja den Totwinkelassistent. Okay. Und dann würde diese LED-Leuchte in der Tür, je nachdem, wo du natürlich den Totwinkelassistent benötigst, auch mitblinken. Also nicht nur im Spiegel, wie wir es früher hatten, sondern hier blinkt auch diese LED-Leuchte mit. Des Weiteren ist, wenn du die Tür öffnest und von hinten kommt ein Fahrrad oder ein Auto, dann würde auch diese LED-Leuchte dann blinken und würde die schwarnen, Achtung, hinten kommt was. Ja, wenn du mal gerade so lieb bist, das Auto mal anmachst, der Michael, der macht mal das Fahrrad und kommst mal von links. Mal sehen, ob es klappt. Ob mit dem Fahrrad. Aber ich sehe jetzt schon, das Gelb hier vorne hat was aufgeleuchtet schnell, gell? Der macht dann einmal, das macht er auch klar außen im Spiegel auch, wo er einmal die Systeme checkt. Und hier siehst du jetzt gerade, er hat das System gecheckt, das System funktioniert. Und wenn jetzt hier jemand käme und man würde aufmachen, würde das erkennen. So geil. So hier vorne, ja, großes Display, alles ganz neu. Also mit Touch und kapazitiven Finger kann ich also alles steuern, zum Beispiel die Lautstärke. Du kannst alles steuern, du hast ein Schnellmenü, wo du hier in der Mitte die Lautstärke steuern kannst, einen Slider, kannst einmal links und rechts die Temperatur einstellen.
Das meiste machst du tatsächlich mit einer Sprachsteuerung, wo du frei mit dem Auto reden kannst. Ja, das Ganze ist wirklich komplett neu. Alles überdacht, sauschnell. Wenn du mal kurz das Zauberwort sagst. Also ich würde jetzt mal die Sitzheizung anmachen und wie man dann schön dabei sieht, erkennt das System auch, wo der Fahrer, der das dann sagt, sitzt, damit er rechts und links unterscheidet. Und wenn du hier oben hinfilmst, hier siehst du die Sitzheizung und hier sehen wir dann gleich, was passiert. Olla, Olla. Ja, bitte. Mach mir den Popo warm. In Ordnung. Vorne links wird es gleich wärmer. So, und jetzt siehst du automatisch, dass vorne links die Sitzheizung angeht. Das macht er jetzt aus folgendem Grund nicht. Wir haben den Motor nicht gestartet. Das ist jetzt natürlich ein Fehler von mir. Ohne Motor kann er natürlich den Stromverbrauch nicht machen. Aber wie du siehst, er macht wärmer. Ne? Aber cool ist zum Beispiel, du kannst auch sagen, irgendein Restaurant, es funktioniert wirklich. Also du kannst mit dem reden, auch Popo oder mach mir mal den... Sag du doch jetzt mal, Olla, das Zauberwort und sag mir, ist zu kalt. Olla, Olla. Was möchten Sie tun? Mir ist zu kalt. In Ordnung. Vorne rechts wird es gleich wärmer. Boah, spooky so ein bisschen, Und oder? wie du siehst, es war auf Low gestellt. Und ohne dass wir was gemacht haben, das System hat das automatisch jetzt auf 22 Grad angepasst dann. Dass es hier wärmer wird. Ne? Doch kein Schaltgetriebe, Automatik, aber ist nicht so schlimm. Es geht ja um das Angebot, das wir haben für 199 € und die 229 ist das ein Schaltgetriebe. Optional auch mit DSG, was dann extra kostet. Automatik, ich nehme an, Doppelkupplungsgetriebe? Natürlich, wie gewohnt. Also ohne Schaltverluste oder irgendwas. Ja, das Ganze hat auch ein Multifunktionslenkrad. Es hat unglaublich viele Details und Extras, wie zum Beispiel Abstandsassistenten. Es hat Totwinkelassistenten. Es hat also alles, was man sich vorstellen kann. Hat es denn auch ein Abstandstempomat? Abstandsregeltempomat hat er auch. Der regelt bis 210 km/h. Cool. Und was halt neu ist, wir hatten bis bei dem neuen Leon jetzt immer ein separate Paddel für die Tempomat und so. Das ist jetzt ins Lenkrad integriert. Auch vielfach ein Kundenwunsch, dass man das direkt von hier oben bedienen kann. Aha. Und so ist jetzt halt quasi das Entertainment und Konnektivität vorne, das Display auf die rechte Seite verlegt und hier links haben wir dann quasi Tempomat und so verlegt. So, genau ein Detailbericht inklusive Fahrt mit allem drum dran. Hier oben sind übrigens noch 2 USB-Schnittstellen, die ich habe. Hier ist auch die adduktive Ladeschale dann. Die induktive Ladeschale ist drin. Und ja, tolles Design mit, ich nehme an, auch Berganfahrhilfen mit, was weiß ich alles eingebaut, oder? Ja, also der hat die elektrische Handbremse mit Auto-Hold-Funktion. Also auch wenn du mal einen Hänger ziehen willst, du rollst nicht mehr nach hinten. Super. Ja, was wir jetzt nicht sehen können, das werden wir dann in einem Fahrtest machen. Warte mal. Hier sind diese Assistenten zum Beispiel, ne? Lane Assist, dann haben wir ACC, das ist ja der Abstandsassist, dann haben wir Bergbegrenzer, dann haben wir Seitassistent, Auspackassistent, Frontassistent. Marc, ich bedanke mich vielmals bei dir. Wir gehen mal raus, dann werden wir den Leuten noch kurz erklären, wo wir sind. Denn wir sind nämlich bei einem Seat-Händler, nicht bei irgendeinem, sondern bei Seat Cyrol in Saarlouis. Und was ich immer liebe, zeig noch mal kurz das Angebot. Der neue Leon 2020, 199 € im Monat. Der hier kostet wie viel, den wir gesehen haben? Ja? 229 startet der. Jetzt mal ohne Witz, die 30 €. Das ist Automatik. Also es wird immer, der startet dort 229, der hier ist natürlich ein Ausstellungsfahrzeug als Erstausstattung, der natürlich uns so viele Extras nochmal drin hat, dass wir alles zeigen können. Wir haben von dem hier jetzt aktuell noch nicht den Endpreis genau, dass wir sagen können, der würde jetzt so viel kosten, aber wir kriegen ihn FR gibt es ab 229 € und den neuen Leon ab 199. Und auch der Style hat, wie in den bekannten Leon-Videos von uns, die Styles haben immer schon Leichtmetallfelgen, Klimaanlage, Entertainment-System, also der Michael weiß da noch Tempomat, mehr. Also wenn jemand das detailliert haben möchte, am besten bei euch anrufen. Genau. In Also Saarlouis. es ist kein nackiges Auto, Sven, kein nackiges Auto. So, wir haben große Corona-Zeit, Top-Dealer Award des Jahres 2018. Wir sind tatsächlich bei der Marc Cyrol GmbH in der Fasanenallee 48 in Saarlouis. Ja, ihr dürft wieder öffnen und wenn ihr Lust habt, kauft dieses Auto, fahrt es Probe und löchert den Marc und den Michael und alle, die hier arbeiten im Vertrieb und was weiß ich, ja, bis zum geht nicht mehr über die neuen Details vom neuen Leon von Seat. 199 € pro Monat. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Sven.